Ich begrüße hier zum Themenfonds Talk Dr. Gerhard Wagner, Senior Portfolio Manager des Aktienfonds von Swisscanto zum nachhaltigen Investmentthema Klima. Gerhard, du verfolgst als Portfolio-Manager nun Nachhaltigkeits- und Energiethemen seit mehr als 20 Jahren. Nun siehst du einen Wendepunkt am Strommarkt. Welcher ist das? Aus Klimaschutz gibt es einen sehr wichtigen Wendepunkt. Nächstes Jahr, im Jahr 2025, wird erstmal mehr Strom erzeugt mit erneuerbaren Energien als mit Kohlekraftwerken. Das ist eine gute Nachricht für nachhaltige Investments in das Thema Klima. Die Stromnachfrage nimmt aber weiter zu. Ja, die wird weiter steigen. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass sich die Stromnachfrage bis zum Jahr 2050 verdoppeln bis verdreifachen wird. Das bedeutet, dass das jährliche Stromnachfragewachstum mit 3 bis 4,5% pro Jahr steigt. Interessant daran ist, dass es ein stärkeres Wachstum ist, als vermutlich die Weltwirtschaft wachsen wird. Und wie wird dieser große Hunger, diese Nachfrage nach Strom gestillt werden? Die zusätzliche Nachfrage, die wird gegenwärtig, und das ist spannend, durch erneuerbare Energien gestillt. In den letzten 10 Jahren wurden durch erneuerbare Energien zusätzliche 5000 Terawattstunden Strom erzeugt, über die letzten 10 Jahre. Und 5000 Terawattstunden sind ungefähr 10-mal so viel, wie die Stromnachfrage von Deutschland ist. Die gesamte Stromerzeugung ist ungefähr 30.000 Terawattstunden. Aber um ein bisschen Wasser in den Wein zu leeren, muss man auch sagen, dass es nicht gelungen ist, dass die Kohlekraftwerke im großen Stil runtergefahren werden. In Europa ein bisschen, aber um Klimaschutz wirklich zu betreiben, müssen wir es hinkriegen, dass mit Kohle kein Strom mehr erzeugt wird. Du hast die umstrittene Kohlekraft angesprochen. Angesichts der großen Stromnachfrage wird Kernenergie ein Comeback erleben. Comeback ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Wir gehen davon aus, dass die Kernenergie wachsen wird. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass wahrscheinlich die Stromerzeugung bis zum Jahr 2050 sich verdoppeln wird. Wo stehen wir heute? Was sind die Pro und Contra bei der Kernenergie? Pro ist oder positiv ist, die Stromerzeugung ist wetterunabhängig. Negativ ist, dass sie relativ kapitalintensiv ist. Und dazwischen wird man sehen, wie stark dann wirklich das Wachstum ist. Was aber klar zu sein scheint, ist, dass das Wachstum der Kernenergie deutlich geringer ausfällt wie jenes bei den erneuerbaren Energien. Die Internationale Energieagentur schätzt bis zum Jahr 2050, dass sich die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien vervierfachen wird, während sich die Stromerzeugung bei der Kernenergie wahrscheinlich verdoppeln wird. Gerhard, auf den Punkt gebracht. Welche 3 Takeaways nehmen Anlegerinnen und Anleger, die am Investmentthema Klima interessiert sind, jetzt aus dieser Situation am Strommarkt mit? Die Stromnachfrage wächst, und zwar wahrscheinlich mehr als die Weltwirtschaft bis zum Jahr 2050. Das bedeutet einen enormen Investitionsbedarf in die Stromerzeugung und in die Stromnetze. Bei der Stromerzeugung wachsen die erneuerbaren Energien besonders stark. Am interessantesten für uns sind aber die Stromnetze, weil diese auch sehr stark wachsen und da dort die Eintrittsbarrieren für die Unternehmen höher sind. Gerhard, danke für das Gespräch. Sehr gerne.